Alright, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir sind anlässlich des Server 43 Serverstarts diese Woche natürlich nochmal auf Server 42 unterwegs. Und das letzte Mal, wo wir uns den angeguckt haben, ist es schon eine Weile her. Der Server ist jetzt ein bisschen älter als ein Jahr, also ich glaube ungefähr ein Jahr, 2 Wochen. Und wir wollen einfach mal reingucken, wie es aussieht mit diesem Server. Ich bin clanlos. Es gibt Gilden in... Hier, die suchen wohl. Guck ich mir mal an. Gibt es auch... Gibt es aktive Spieler? Okay. Was ist das? Ist das eine Aufholjagd oder was? Machen die hier? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken uns mal die Hall of Fame an. Und... wir schauen mal, wer da oben steht. Und ja, eine Sache fällt auf. Wir lesen den Namen Crit Happens. Und ich habe ja ganz kurz schon vorher reingeguckt, bevor ich das Video aufnehme. Crit Happens war, soweit ich das sagen kann, auf diesem Server nicht vertreten. Zumindest nicht offiziell. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Gehen wir mal auf die Spieler, denn wir sehen hier noch einige bekannte Gesichter. Wilhelm Tell gerade ganz vorne dabei. Spielt ein Battle Mage, der, glaube ich, den Rekord aktuell hält mit Level 400 als Battle Mage. Das ist bisher noch ungebrochen. Ist schon damals immer aufgefallen als sehr starker Battle Mage. Wir sehen auch, dass er natürlich hier voll dabei ist mit diesem Char. Also er lässt sich das durchhalten. Hier sagt er aber X-typisch Andy ist es. Also dann ist die Liste vielleicht nicht aktuell. Das kann auch sein. Oder ich habe mich verguckt, aber das sind 5 Tage. Also, ne, Wilhelm Tell macht dem Battle Mage hier auf jeden Fall alle Ehre. Dann haben wir Vex als Krieger 434, Ivar sogar 440 von der Stufe. Werbung YouTube Nova Route 66. Okay, alles klar, die Werbung haben wir gemacht. Auch sehr, sehr stark unterwegs. Wir sehen auch insgesamt schon mal, ja, grob 50, naja, mehr, müssen mehr sein. Vielleicht an die 70 Leute über Level 400. Und 440 ist tatsächlich das höchste Level der Gefühle. Und das besitzt ein Krieger. Ja, und danach Battle Mage Hasvina kommt dazu als Druide. Es ist ja der Druiden-Server, natürlich sind ja auch gut unterwegs. Wir sehen ja auch noch Pautera zum Beispiel aktiv als Sudden Strike, also oder bei Sudden Strike, der muss da auf jeden Fall auch noch ordentlich mitgespielt haben, damit er da vom Level her, ja, so mithalten kann. Natürlich viele andere Druiden. Seraphim müssen wir oder dürfen wir nennen. Merlin war vorher schon lange dabei. Dann Emma auch zuletzt gelesen im letzten Video zu Server 42. Und dann natürlich viele Spieler, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Aber Attilaf sagt mir auch noch was hier auf jeden Fall. Ist da dabei. Wie sieht es bei den Magiern aus? Da haben wir oben Mr. Green und den Onkel. 436, 426. Dann kommt hier noch Radfahrer Tom. Ist auf jeden Fall noch bekannt als Name. Mir fehlt hier irgendwie ein Name. Ein Bombay war doch sonst noch sehr, sehr stark unterwegs. Spielt der hier nicht mehr. Ja, also es ist hier einiges los. Natürlich, wenn das letzte Video war wahrscheinlich 7 Monate alt, da ist natürlich viel Zeit vergangen. Natürlich die Druiden Berserker sind hier irgendwie fast gar nicht vorhanden, also vor allen Dingen nicht an der Spitze. Ist auch mal interessant. 417 ist hier der höchste, oder was? Nein, hier ist Subri, kommt noch 432 immerhin da noch mit dabei. Ich lese ja auch gerade noch Böse Melonen, natürlich auch bei dem bekannten Namen In Your Face. Ja, aber ansonsten tatsächlich Berserker hier sehr, sehr schwach unterwegs. Das ist wirklich sehr, sehr selten, ja. Ja, Klausi als Assassine auch sehr stark unterwegs gewesen, hat auch einige Rekorde aufgestellt gehabt mit diesem Char. Die sind, glaube ich, nicht mehr aktuell. Trotzdem der Klasse auf jeden Fall auf diesem Server alle Ehre gemacht. Da ist er auch ein bisschen jetzt mittlerweile auf alleiniger Flur. Anti-Cold und 20 Level Rückstand. Zwei Mann hier sieht ähnlich aus und der scheint auch eine Dungeon-Pause zu machen, inwiefern die neuen Dungeons wahrscheinlich eher gemeint sind. Aber gut, wenn er das Level erreicht, was er erreichen will, kann er natürlich dann nochmal ein paar XP farmen an dieser Stelle. Jo, was haben wir noch? Demon Hunter
habe ich schon ein Gift lesen. Hier Solenia 410. Turbine Party. 422 sogar Party hier. Bester Demon Hunter auf diesem Server, wie es aussieht. Ja, gut. Und da könnte man noch ein bisschen weiterklettern. Aber so sieht die Ehrenhalle aus. Und wie gesagt, Crit Happens ist dabei. Wir lesen Sudden Strike. Das letzte Mal waren Black Pearl und Deep Thought zu lesen. Und die beiden Gilden waren, glaube ich, auch von Anfang an dabei. Don't Panic sehen wir hier auch noch. Wir gucken mal in die Gilden direkt rein. Und da ist es halt so, Crit Happens wird geführt von Seraphim. Und er war auch damals Leader von Deep Thought. Ich weiß jetzt nicht die Geschichte, ob ich hätte gerne Seraphim, ich habe ihn zu spät auch angeschrieben, weil ich das jetzt erst kürzlich gesehen habe. Hätte ich gerne mal die Hintergrundinformationen natürlich gewusst, aber wenn er möchte, kann er das ja gerne per Kommentar schreiben, ob Deep Thought von Anfang an Crit Happens war. Das kann ja durchaus sein, dass sie einfach ein bisschen Inkognito gespielt haben. Oder dass sich das jetzt aus welchen Gründen auch immer ergeben hat. Auf jeden Fall waren einige Spieler, die jetzt hier natürlich dabei sind bei Crit Happens, auch schon damals bei Deep Thought mit dabei. Aber nicht alle. Nicht alle. Ja, sie sind aber als Gilde auf jeden Fall stärkste Gilde auf dem Server, vom Durchschnittslevel her 11 Level vor Sudden Strike. Die gab es auch schon damals, die waren damals Top 3 Gilde. Von der Ehrenhalle kann man ja mal gucken, 966 Ritterhallenpunkte zu 976, da ist Sudden Strike sogar besser unterwegs. Dann kommt Don't Panic, da gibt es schon auch einen deutlichen Abstand beim Level und bei der Ritterhalle. Lost Nation wiederum auch, also hier ist die Dichte in der Spitze auf jeden Fall überhaupt gar nicht gegeben. Ja. Hier gibt es große Abstände zwischen den einzelnen Gilden. Okay, Sparta. Sparta müsste weiter oben sein. Ja, weiß nicht, ob die gerade irgendwie auch Raids gemacht haben oder so. Aber wir sehen auch hier großen Abstand bei den Gilden. Ja, gefühlt sind da nicht mehr ganz so viele Leute aktiv überall. Klar, in jeder Gilde wird es Spieler geben, die aktiv sind. Aber in der Breite, ich glaube, haben wir auch schon viele Inaktive unter den Top 1000. Gut, einige Nachholspieler vielleicht. Ist halt natürlich normal. Weil tendenziell ist er wahrscheinlich ein Ticken inaktiver als Server 41. So vom Grundgefühl zum damaligen Zeitpunkt. Der Server 41 ist ja ein Jahr älter. Ne, ein halbes Jahr älter. Müsste man sich auch nochmal anschauen. Aber zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, war Server 41 ein Ticken aktiver. Was aber nicht die Leistung schmälert. Wir gucken mal, wo Server 42 steht in der internationalen Ehrenhalle. Ja, Crit Happens ist da jetzt also mittlerweile 3-mal vertreten. Also die müsste es ja eigentlich auch auf Server 43 geben normalerweise, ja. So, Crit Happens als stärkste 197 bei Server 41. Kann man das nicht nochmal suchen oder sind die hier nicht drin? Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Auf W14 ist es Elysium, okay. Was ist denn Server 40? Da ist auch Crit Happens dabei. Warum werden die mir nicht angezeigt? Ja, 102. Also die kämpfen bald gegeneinander, ne, wenn das so weitergeht. Server 42. Wo steht er denn? Auf 247 im Moment. Kämpft mit S18.sfgame.hu zum Beispiel. Die sind so alt wie Server 41.de. Also da ist auch auf jeden Fall ein Progress zu sehen. Die deutschen Server schon sehr stark. Kann sich jetzt natürlich ein bisschen ändern bei Server 43, dadurch, dass die anderen Server auch so, ja, besondere Server sind. Server 40 Polen, Server 20 der Ungarn und so weiter und so fort. Gut, also die Geschichte würde ich gerne wissen. Black Pearl gibt es halt nicht mehr. Einige Spieler von Black Pearl bei Crit Happens, Deep Thought gibt es nicht mehr. War das Crit Happens schon von Anfang an? Das sind Fragen, die mich persönlich interessieren, die wir vielleicht auch aufklären können in den Kommentaren. Für alle, die es auch interessiert. Und ja, von den Top-Spielern einiger Klassen sind noch dabei, aber Bombay. Also Bombay habe ich irgendwie anscheinend gelöscht. Oder hieß der anders? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe da das alte Video auch noch offen hier, Bombay. Ne, Bombay war Magier bei Deep Thought, war Top-Magier CR7 bei den Berserkern, genau. Die fehlen auf jeden Fall. CR7 war ja auch von Anfang an dabei. CR7 inaktiv gegangen. War bei Sudden Strike mit 390. Ja, das ist natürlich auch ein Berserker gewesen, der da verloren gegangen ist. Ne? Muss man auch sagen. Ah, hier guck mal, Maxim 91. Den kennen wir da auch. Liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle an den lieben Maxim. Ja, auch nicht so schlecht unterwegs. Ne? Auch schön hier Legis
nicht den aktuellen Dungeon gespielt, wie es aussieht, aber zumindest schöne Legisteine dabei. Gut, das war's dann erstmal von mir. Haut rein, macht das Tschüss und Servus, euer Basti.